Hallo liebe Hungrige, seit Kindertagen kennen wir alle Maggi, diese flüssige Speisewürze, doch aus Liebstöckel, ja auch als Maggikraut bekannt, können wir diese zum Würzen mindestens genauso gut geeignete Paste herstellen. Da ich in der glücklichen Lage bin, dass im Garten und auch auf meinem Balkon Liebstöckel, also Maggikraut, wächst, habe ich also gute Voraussetzungen dafür, doch viele von euch werden es auch im Garten haben, außerdem kann man es ja auch kaufen. Für unsere Paste brauchen wir neben dem Maggikraut Pfeffer, wer es schärfer möchte, auch ein paar Chiliflocken. Wir brauchen etwas Zitronensaft, Olivenöl, Salz, vorzugsweise grobes Meersalz und Knoblauchzehen. Vorbereitend gilt es ein paar Handgriffe zu erledigen. Von den Stielen des Liebstöckels zupfen wir die Blätter ab und anschließend schneiden oder hacken wir sie. Und ich nehme dafür gern mein großes Biegemesser. Die Knoblauchzehen schälen und dann grob hacken, das reicht aus. Und nun noch ein bisschen Zitronensaft auspressen. Eigentlich reicht schon ein Teelöffel. So, und nun geben wir das gehackte Liebstöckel entweder in einen Mixer oder, so wie ich, in einen Alleszerkleinerer. Und dazu kommen nun auch die Knoblauchzehen. Wir ergänzen mit dem Meersalz. Wir geben auch vom Pfeffer eine ordentliche Portion dazu. Etwas vom Zitronensaft dazu gießen. Und dann das Öl, erstmal so die Hälfte ungefähr. So, dann verschließen und per Knopfdruck unser elektrisches Helferlein sein Werk tun lassen. Zwischendurch mal öffnen und jetzt wird die zweite Hälfte vom Öl dazu gegossen. Und dann weitermachen. Es gibt aber noch eine Alternative und die ist auch sehr praktisch, nämlich wir bearbeiten alles mit dem Pürierstab. Die Paste wird dadurch sogar noch etwas feiner, auch wenn es ein bisschen Radau macht. Ja, und am Ende haben wir dann eine von der Konsistenz her an Pesto erinnernde Paste. Nun in sterile Gläser einfüllen, dabei zwischendurch auch mal so ein bisschen nach unten drücken, vollfüllen, den Rand noch ein bisschen abwischen, Deckel drauf und schon sind wir fertig. Und wenn wir uns dann ein Süppchen kochen und diesem einen etwas kräftigeren Geschmack verpassen möchten, geben wir von der Maggi-Paste dazu und rühren diese ein. Beschriftet vorsichtshalber, es kann auch ein hübsches Mitbringsel aus der Küche sein, hält sich gekühlt mindestens einen Monat und passt hervorragend zu Suppen und Eintöpfen, aber auch zu Dressing und Salaten, ist also vielseitig verwendbar. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr euch gleich die passende Suppe dazu kochen möchtet oder es ganz anders bei euch lieber eine Eistorte geben soll, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.